Salam, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es wird heute bunt und kreativ, wie auch sonst jedes Mal auf diesem Kanal. Dreht sich alles um Kreativität und natürlich um islamische Do-it-yourselfs. Heute wollen wir Fensterbilder basteln, und zwar eine orientalische Stadt mit Moscheen und Häusern und Palmen und Kamelen. Da ist ganz viel dabei und das wird ganz bunt, und ich zeige euch einen ganz besonderen Trick, wie man das Fensterbild von beiden Seiten sehen kann, also von innen und von außen, ohne einen großen Aufwand, denn das ist wirklich ein kleiner Zaubertrick, den wir da anwenden. Alle Bastelvorlagen findest du wie immer auf meinem Blog dattelbeere.de. Ich habe das unten in der Infobox natürlich verlinkt. Klick dich da einfach durch. In meinem Shop kannst du das Ganze entweder downloaden und zu Hause ausdrucken oder dir einfach von meinem Druckservice zuschicken lassen. Per Post erreicht dich das Ganze und dann kannst du direkt auch starten und loslegen. Und wir legen jetzt auch los und reden gar nicht lange um den heißen Brei. Los geht's und viel Spaß beim Video. Ihr benötigt einen Tuschkasten, Pinsel, optional Buntstifte, eine Schere, Babyöl, einen Schwamm und dann auch noch zusätzlich ein Bügeleisen und Küchentücher. Und natürlich die Dattelbeere Bastelvorlagen, die bekommt ihr auf meinem Blog entweder als Download oder per Post zu euch nach Hause im Druckservice. Nun geht es ans Ausmalen. Ich benutze einen Aquarellfarbkasten, um meiner Moschee hier die Farbe zu verleihen. Ihr könnt genauso gut einen ganz herkömmlichen Tuschkasten benutzen oder auch einen ganz normalen Wasserfarbmalkasten. Damit erzielt ihr absolut das gleiche Ergebnis. Traut euch wirklich viel Farbe aufzutragen, denn je intensiver der Farbauftrag, desto leuchtender wird das Ergebnis im Nachhinein am Fenster. Um Schatten einzuzeichnen, könnt ihr mehrere Farbschichten benutzen, entweder nochmals mit Aquarell oder Wasserfarbe oder auch mit Buntstiften. Sich das Papier durch den nassen Farbauftrag nun langsam beginnen zu wellen, macht euch keine Sorgen, wir bügeln das später und dann wird man davon nichts mehr sehen. Auch für kleine Details eignen sich die Buntstifte besonders gut. Sobald das Bild getrocknet ist, kann es ausgeschnitten werden. Ich habe extra einfache Elemente gewählt, damit auch Kinder das Ganze gut ausschneiden können. Gerade die filigranen Teile, wie beispielsweise der Mond oben auf der Kuppel, der kann auch einfach nur umrundet werden, damit auch Kinder das Ganze gut schaffen. Jetzt wollen wir den Zaubertrick anwenden. Um die Farbe von beiden Seiten sichtbar zu machen, wird das Ganze mit Babyöl eingeölt. Ihr könnt natürlich auch herkömmliches Olivenöl benutzen, aber der Geruch ist dann etwas gewöhnungsbedürftig. Mit Hilfe eines Schwämmchens wird das Öl auf dem Fensterbild aufgetragen, ganz gleichmäßig, damit das auch alles gut einziehen kann, aber ihr werdet schnell merken, dass das gar kein Hexenwerk ist, sondern dass sich das ganz leicht dosieren lässt. Nutzt für den Auftrag des Babyöls eine abwaschbare Unterlage. Ich habe hier ein Metalltablett genommen, denn das Ganze wird ziemlich ölig. Hier könnt ihr nun gut erkennen, wie das Öl die Farbe auf beiden Seiten sichtbar gemacht hat. Da das Fensterbild mit dieser öligen Textur nicht so ans Fenster kann, wollen wir das natürlich wieder loswerden. Dazu bügeln wir das Ganze. Dazu wird das Fensterbild zwischen zwei Küchentücher gelegt und auf mittlerer Stufe gebügelt. Wenn ihr das von einer Seite gemacht habt, dreht ihr das Bild nochmal um und bügelt es erneut. Ihr seht, von der öligen Konsistenz bleibt nichts mehr übrig. Das Ganze ist leuchtend und glatt geworden. Das wiederholt ihr nun mit all den Elementen, die ihr zu eurer Stadt hinzufügen möchtet, und dann kann das Ganze ans Fenster. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und auch eure Fenster werden jetzt in den kommenden Wochen bunt dekoriert, sodass wir den Ramadan anlocken können. Ich freue mich unglaublich auf den Ramadan. Das ist immer eine so schöne und bunte und familiäre Zeit. Wenn du das Ganze nachbastelst, markiere mich gerne in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Instagram. Dann kann ich das Ganze nämlich auch sehen. Darüber freue ich mich nämlich immer ganz besonders, wenn ich sehen kann, was ihr aus den Bastelvorlagen gezaubert habt. Das ist, mashallah, unglaublich, wie kreativ ihr seid.
Und ansonsten, falls euch die Zeit zu lang ist bis zum nächsten Video, klickt euch mal in die Gebetskette rein, die ich gemacht habe. Ich verlinke das mal hier oben. Oder auch in die Ramadan-Kalender, die letzte Woche online ging. Die markiere ich euch hier irgendwo mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Salam!